Feststellungsprüfung is a part of university entrance qualification, which is related to your school leaving degree. Some school leaving degrees are accepted for direct entrance into a German university. Some there is a small gap, and there's a requirement for visiting Studienkolleg. This is a one-year study preparation course, and to finish Studienkolleg, you make this Feststellungsprüfung. This is just a final exam at Studienkolleg, which, if you pass it successful, gives you the permit to enter the German university directly for a bachelor's degree. Also es gibt staatliche und es gibt private Studienkollegs. Wir hier in Thüringen, hier in Nordhausen, sind staatlich gefördert. Bedeutet, dass das Studium kostenlos ist. Bei privaten Studienkollegs ist es so, dass es Geld kostet. Das müssen wir dann von Anfang an gleich mal festhalten. In der Regel oder allgemein kann man sagen, sind Studienkollegs Einrichtungen, die ausländische Bewerber auf ein Hochschulstudium in Deutschland vorbereiten. Das ist so ganz allgemein, kurz und knapp gesagt, was wir tun. Und das nicht nur in sprachlicher, sondern eben auch in fachlicher Hinsicht. Ich habe mein Abitur in Jordanien absolviert, deswegen musste ich ein Jahr extra machen, das heißt Studienkolleg. Und ich habe einen Platz in Leipzig gefunden. Das ist ein Vorbereitungsjahr für alle ausländischen Studenten, die ihre Abitur nicht so gut wie die deutsche Abitur ist. Deswegen machen wir dort Barfächer, bevor wir uns an die deutschen Hochschulen bewerben. Ja, also ich habe vorher das Studienkolleg Nordhausen besucht und dort haben wir für 2 Semester Physik, Chemie, Biologie, Mathematik, Englisch und Deutsch gelernt. Danach schreiben wir dann die Feststellungsprüfung. Das ist eine Prüfung, die wir brauchen, um uns zu bewerben für einen Studienplatz in der Universität. Und das hilft uns sehr, weil wir brauchen das, um nicht so viele Probleme im Grundstudium zu haben. Studienkolleg ist ja, sage ich mal, so ein gewisser fließender Übergang. Die kommen ja direkt aus der Schule, die meisten, und sind noch nicht an der Uni, an der Hochschule. Studienkolleg ist ein Zwischending. Sie haben noch ganz viel Schulcharakter. Das ist auch, wenn man sich's mal anguckt, die Klassenräume, wie man es so klassisch aus der Schule kennt. Und so ist im Prinzip auch der Stundenplan. Man hat noch einen fest vorgelegten Stundenplan für jeden Kurs mit seinen Fächern, die Räume, in die man gehen muss. Man hat Klausuren über das Semester verteilt, man hat Hausaufgaben, Hausarbeiten, all so eine Sachen. Also wie man das im Prinzip noch von der Schule her kennt. Es ist in einem relativ festen Rahmen. Das ändert sich ja dann spätestens, wenn Sie an die Hochschule, an die Uni müssen. Hier können wir Ihnen noch sagen oder Sie auch daran erinnern, denken Sie dran, Sie müssen das noch machen, Sie müssen das noch machen. Das ist dann später an der Uni, an der Hochschule eben nicht. Da müssen Sie sich selbst organisieren. Da müssen Sie sich ganz oft selbst Ihren Stundenplan suchen. Sie müssen sich in irgendwelche Gruppen einschreiben, Seminargruppen oder dergleichen. Das hat man eben am Studienkolleg alles noch nicht. Also das hilft internationale Studenten sehr gut, weil dort kann man so viele Freunde haben und wir lernen alles zusammen. Und dort ist es auch gut für uns, weil wir haben diese ersten Erfahrungen in Uni. Es ist zwar keine Uni, aber wenn wir fertig sind, können wir dann danach für einen Studiengang, also in Uni, bewerben. Das war ein Vorteil für mich, dass ich doch dieses Studienkolleg besucht habe, da man wahrscheinlich in diesem Jahr, wo man die Sprache lernt, ein bisschen vergisst, was man doch in die Abitur oder in die Gymnasium gelernt hat. Und in den ersten Jahren lernt man Grundlagefächer, Chemie, Physik, Anatomie und sowas, Mathe und sowas. Und deswegen, die Studienkolleg hat mir ein bisschen Erfrischung gegeben. Ich habe die Schwierigkeiten bemerkt mit meinen anderen Kommilitonen, die doch seit wahrscheinlich 3 Jahren ihre Abitur absolviert haben und doch seit langem nicht mehr gelernt. Und war das ein bisschen schwierig für sie. Sie haben wahrscheinlich nicht von den ersten Versuch bestanden. Und ja, deswegen muss man doch
bisschen Grundlage haben, bevor man hierher kommt. In der Regel ist es so, dass es ein Jahr Studienkolleg mit Ablegen der Feststellungsprüfung ist. Also man muss gewisse fachliche Voraussetzungen noch erfüllen. Kommt nun darauf an, was man studieren möchte. Wir haben verschiedene Fachkurse am Studienkolleg. T für technisch-naturwissenschaftliche Studiengänge, M medizinisch-biologisch-pharmazeutische Studiengänge, W wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Studiengänge und G und S für geisteswissenschaftliche und sprachliche Studiengänge. Also je nachdem, was man dann hier in Deutschland studieren möchte, steht dann auf der bedingten Zulassung drauf, muss man den Kurs sowieso besuchen. Also wenn ich Medizin studieren möchte, muss ich den M-Kurs besuchen und die Feststellungsprüfung ablegen. Wenn ich Mathematik studieren will zum Beispiel, muss ich den T-Kurs besuchen und die Prüfung ablegen. Also so ist das dann geregelt. Ja, dann hat man die bedingte Zulassung in der Hand, muss das Studienkolleg besuchen, wenn das denn draufsteht. Und dann kommen wir, sage ich mal, ins Spiel. Wir haben einen Aufnahmetest, der findet zweimal im Jahr statt. Einmal im Winter und einmal im Sommer. Ich musste eigentlich dieses Studienkolleg besuchen, da mein Abitur einfach nicht erkannt wurde. Es gibt nur wenige Studienkollegen in ganz Deutschland und das ist auch schwierig für viele internationale Studenten, weil man muss zuerst einen Einführungstest machen und auf diesen Test bewirbt 1000 Leute, aber werden nur 40 bis 60 Studenten für ein medizinische, technische oder irgendwas anderes aufgenommen wird. Und das finde ich unfair. Wieso gibt man doch das Visum, wenn nach einem Jahr keinen Platz für solche Studenten gibt? Ich will nicht sagen weniger Bewerber, aber es ist nicht so wahnsinnig viel. Also man hat größere Chancen, einen Platz zu kriegen. Aber der Aufnahmetest ist eine relativ große Hürde. Also wer den besteht und einen Platz bekommt und dann hier im Studienkolleg landet, der hat schon mal einen Riesenschritt getan.